fröhliches und herzliches Hallo hier im SprachGUT Podcast. Ich bin Marlene und ich heiße dich von ganzem Herzen herzlich willkommen. Heute spricht Sandra mit dir über Worte oder wie wir sie nennen, Wortschätze. Denn jedes Wort trägt die Macht und die Kraft in sich, Menschen und Stimmungen zu erheben oder auch zu erschüttern. Ein reicher und differenzierter Wortschatz trägt dazu bei, dass du dich in vielen Situationen souveräner und gelassener ausdrücken kannst und stets das richtige Wort zur richtigen Zeit findest. Sandra hat außerdem tolle Tipps für dich, wie du Stück für Stück deinen Wortschatz erweitern kannst. Wenn du noch weiter in die Welt der Kommunikation eintauchen möchtest, dann freuen wir uns, dich in der SprachGUT Profiwelt, unserem monatlichen Mitgliederbereich, begrüßen zu dürfen. Dort begleiten wir dich auf deiner Reise zum Profi in einer stärkenden und achtsamen Kommunikation. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und wertvolle Erkenntnisse mit Sandra. Ein fröhliches Hallo und ein herzliches Willkommen hier im SprachGUT Podcast. Deinem Podcast für die werteorientierte Kommunikation, für den Dialog auf Augenhöhe, für eine lebendige, eine bunte, eine stärkende und achtsame Kommunikation. Ja, ich bin Sandra, ich bin die Inhaberin der SprachGUT Akademie und mein Anliegen ist es, aus Erfahrungen meines eigenen Lebens und auch aus den vielen Seminaren, Trainings und Büchern von SprachGUT, dich zu inspirieren und dir die Idee zu geben, wie einfach es sein kann, deine Kommunikation, deine Gespräche, deine Begegnungen mit Menschen leicht zu gestalten, und zwar so, dass sie dich stärkt, dass sie dir hilft, dass sie Dinge klärt und dass sie dich möglichst selbstbestimmt im Leben, im privaten Leben und auch im Job wandeln lässt. Und in dieser Folge möchte ich dich verführen, ganz bewusst, in die faszinierende Welt der Wortschätze. Vielleicht kennst du das auch, dass du Situationen erlebst, wo du dir hinterher denkst, oh nee, ich hätte das sagen können, ich hätte das sagen können, ich hätte das sagen können. Wieso fällt mir das erst hinterher ein und so. Es ist dieses berühmte richtige Wort zur richtigen Zeit. Und ich möchte dir heute Mut machen und dir eine Fülle von Möglichkeiten geben, wie du da ganz aktiv dran was machen kannst und dich stärken kannst. Warum ist der Wortschatz so wichtig? Also, es ist ganz einfach. Mit je mehr Menschen du sprichst, je unterschiedlicher die sind, ob kulturell, ob im Alter, ob thematisch interessiert, ob in den Anforderungen, umso hilfreicher ist ein reicher Wortschatz. Denn wenn du viele Worte abrufen kannst, wenn du auf viele Worte schnell zugreifen kannst, dann ist das für dich das beste Material in der Kommunikation neben einer reflektierten Haltung. Ein reicher Wortschatz bedeutet, einen differenzierten Wortschatz zu haben. Einen differenzierten Wortschatz zu haben bedeutet, dass du in ganz vielen Situationen souverän, gelassen Menschen aus ihrer Bedeutungswelt abholen kannst. Ganz egal, ob jung oder alt, ob reich oder arm, ob mehr naturorientiert, ob mehr materialistisch, ob elitär, ob ganz nahbar, freundlich, niederschwellig, egal ob ad hoc oder angemeldet, egal ob du Stress hast oder nicht. Wenn du einen reichen Wortschatz hast und noch die Fähigkeit hast, lange bei dir zu bleiben, können dich ganz wenige Menschen wirklich überraschen, weil du eine große Box in deinem Kopf hast mit ganz vielen Worten drin. Und dein Gehirn wird rasch auf das zugreifen, was für dich stimmig und situativ passend erscheint. Und dabei kannst du trotzdem authentisch bleiben. Wenn du aber nur einen begrenzten Wortschatz pflegst, egal aus welchen Gründen, dann bist du gezwungen, für viele verschiedene Menschen und viele verschiedene Situationen immer die gleichen Worte zu nehmen. Und ohne, dass ich da näher drauf eingehe, ist dir wahrscheinlich schon klar, ja, das kann natürlich auch leicht daneben gehen. Denn wenn du etwas sagst und es nicht so meinst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand anderes dich anders versteht oder es dir, so sagt es der Volksmund, das Wort im Mund umdreht, und dann kommen diese großen Irritationen und die immer wieder blöden Fettnäpfchen im Alltag, wo man sich die Frage stellt, sag mal, hat er mir überhaupt zugehört? Ja, ich habe es ihm doch erklärt. Das liegt ganz oft daran, dass
wir Worte benutzen, die ich so verstehe und der andere sie anders versteht. Es ist gut zu wissen, dass jeder Mensch mit Worten Speicherungen hat. Und zwar Speicherungen aus dem eigenen Leben. Und diese Worte sind gekoppelt, sehr individuell und persönlich gekoppelt, mit eigenen Bildern, innere Bilder und mit Emotionen. Unser Gehirn denkt tatsächlich vorrangig in Bildern des eigenen Lebens. Das ist ganz wichtig. So, und diese Bilder sind gekoppelt mit Emotionen. Ich nehme mal ein Beispiel, das dir sicherlich vertraut vorkommt und das du leicht nachvollziehen kannst. Eine Mutter hat ein Kind. So, und dieses Kind nenne ich jetzt Susanne. Wenn die Kinder klein sind und so süß und so nett und so lieb, dann bekommen die Kinder natürlich oft Kosenamen. So, und dann sagt die Mama zur Susanne immer Susi. Und immer wenn Susanne oder Suse was anstellt und nicht so brav ist, dann nennt die Mutter das Kind beim vollen Namen. Sie sagt dann Susanne. Ja, das sollst du nicht machen oder das darfst du nicht und so. So, das Kind speichert jetzt den vollen Namen emotional so ab, dass es meistens eine nicht so schöne Situation mit der Mama war. Das weiß Susanne mit 34 wahrscheinlich nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall mag sie es aber lieber, wenn man sie Suse oder Susi nennt und nicht Susanne. Wenn jemand Susanne zu ihr sagt, fühlt sie sich nicht so wohl. Das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie mit Worten Speicherungen, emotionale Speicherungen im Menschen als Prägung verweilen und uns weiterhin auch beeinflussen, egal ob bewusst oder nicht bewusst. Worte sind wie Namen für Dinge. Ich möchte dir von der Etymologie erzählen, das ist die ursprüngliche Herkunft, die Lehre von der ursprünglichen Herkunft von Worten. Und wenn man schaut, wie Etymologie beschrieben ist, dann heißt es ist die Lehre von der Zeit, als die Menschen den Dingen ihre Namen gaben. Und so wie Susanne den Namen von ihren Eltern bekommen hat, hat irgendwann jedes Ding in dieser Welt einen Namen bekommen. Und so kannst du dir das vorstellen, wenn du Worte benutzt, nennst du Dinge beim Namen. Und je nachdem, wie jemand aufgewachsen ist oder was er erlebt hat, beinhaltet ein einzig gleiches Wort unterschiedliche Bilder und Emotionen. Und so passiert es einfach, dass wir uns immer wieder mal nicht gut verstehen. Und ich glaube, solange Stimmung gut ist und wir einigermaßen in vertrauensvollen Frequenzen uns bewegen, ob im Team, ob mit Kunden, ob mit Patienten, ob in der Familie, darfst du ziemlich viel sagen, ohne dass es gleich missverstanden wird. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass jemand nachfragt, hast du das so gemeint oder so? Wenn du aber in stressige Situationen kommst und zusätzlich nur einen geringen Wortschatz hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es schief geht. Also mindestens einem geht es danach schlecht oder er ärgert sich. Wenn du also einen reichen Wortschatz pflegst, hast du viel Material für deine Kommunikation. Meistens ist es auch so, dass einem nicht die Worte fehlen, sondern es fehlen einem die guten und die differenzierten Worte. Immer wenn du differenziert etwas ausdrücken kannst, dann kannst du viel länger souverän und gelassen bleiben und du wirkst auch kompetenter. Ich nenne mal ein lustiges privates Beispiel. Ich vermute, mein Mann verzeiht mir das. Mein Mann, wenn der zu mir sagt, Sandra, die Küche ist fertig, dann weiß ich, dass sich mein Mann viel Mühe gegeben hat, aber Küche kann er nicht. Also ich weiß genau, dass ich mit fertig in der Küche tatsächlich ein anderes Bild habe. Wenn ich früher zu einer meiner Mitarbeiterinnen gesagt habe im Pflegeberuf, bist du bei der Frau Schmidt fertig, dann hatte ich ein ziemlich genaues Bild davon, was ich darunter verstehe. Und dazu gehörte natürlich der Mensch, Frau Schmidt, und das Zimmer und die Medikamente und das Frühstück und. Aber fertig war für viele meiner Mitarbeiterinnen überhaupt nicht das gleiche fertig wie für mich. Und so habe ich mich oft geärgert und dachte, meine Mitarbeiter sind faul und die hören mir nicht zu und die sind nicht so interessiert, bis ich verstanden habe, dass wenn ich eine
differenziertes, also wenn ich ein differenziertes Ergebnis haben will, dann ist es auch wichtig, dass ich meine Kommunikation differenziere, bis wir einander wirklich im gleichen Bild verstehen. Ein reicher Wortschatz bedeutet auch, Dinge genau beschreiben zu können. Und du erweckst dadurch im anderen Menschen mehr Bilder von dem, was dir wichtig ist. Ganz viele Menschen leben heute mit einem sehr geringen Wortschatz. Es gibt ganz gruselige Zahlen von ganz unterschiedlichen Quellen und das geht von 400 Worten bis 12.000 Worten im Durchschnitt. Fakt ist, wenn du genau hinhörst, bewegen wir uns wirklich in einem sehr limitierten Wortschatzfeld. Man hört häufig das Gleiche und die Worte, die benutzt werden, sind oft noch von einer Qualität oder von einer Frequenz, von einem Stimmungsbild getragen, das häufig von Stressen, von Zeitnot, von Mangel, von Defizit, von Krankheiten, von Pathologie und von einem menschenfreien Sprechen und Denken tatsächlich geprägt ist. Und deshalb macht es wirklich großen Sinn, den eigenen Wortschatz zu erweitern. Ein paar Worte, die dir zur Verfügung stehen, die dir sehr vertraut sind, die dir bewusst ganz positiv in den Sinn kommen, die solltest du dir tatsächlich mal auf einen, ich sag mal, einen kleinen Wortspicker schreiben und beobachten, wie oft du sie wirklich sagst. Je mehr Worte du zur Verfügung hast, umso differenzierter wirkst du auch und du wirkst auch kompetenter, und zwar sowohl persönlich als auch fachlich. Wie kannst du sie im Alltag tatsächlich anwenden? Lass uns zu einem ganz praktischen Teil kommen, wie du deinen Wortschatz tatsächlich erweitern kannst. Zum einen macht es Sinn, dass du deine Sinne dafür öffnest, mehr darauf zu hören, welche Worte du tatsächlich oft nutzt. Bitte erstelle dir sowas wie einen Spickzettel und sammle alle die Worte, die du richtig, richtig schön findest. Den Rest lass einfach mal weg und lass laufen. Sondern konzentriere dich auf das, was du schon an angenehmem Wortschatz für dich entdeckt hast und auch in deine Sprache mit aufgenommen hast. Als nächstes kannst du dich auf Visuelles konzentrieren. Also, wo fällt dein Blick hin? Was findest du angenehm? Sind das Schilder auf Geschäften? Sind das Titel in Zeitschriften? Sind das vielleicht Spruchkarten oder Zitate? Welche Art von Sprache spricht dich persönlich tatsächlich im Angenehmen an? Denn den meisten Menschen fehlen nicht die Worte. Den meisten Menschen fehlen die guten, die lebendigen, die warmen und die bildhaften Worte, die sind den Menschen abhanden gekommen, weil sie so reduziert und hektisch und nötig sprechen. So, und um dich auch im Gehirn in eine andere Box zu bringen, in einen kreativeren, gestalterischen Teil deines Gehirns, ist es wichtig, dass du Worte und Wortbilder nutzt, die dich auch selbst mit angenehmen Emotionen, mit angenehmen Bildern und damit auch mit einer angenehmen Kommunikation nähren. Und von da aus kannst du es weitergeben und anbieten. Sammle und erweitere Wortschätze, indem du dich also umschaust und Schrift beobachtest und einfach die für dich angenehme, stärkende, achtsame, schöne, lebendige, witzige, pfiffige, ermutigende, fröhliche Worte siehst und sammelst und nimm sie nach und nach, bitte gut dosiert, immer wieder mal in dein Schreiben mit rein. Das ist die erste Übung und erst dann beim Sprechen. Schreiben ist viel leichter, denn du wirst merken, die guten Worte, die schönen Worte, die besonderen Worte willst du gar nicht jedem geben oder schenken, sondern meist sind es besondere Menschen, besondere Situationen, besondere Ereignisse, etwas, was du persönlicher meinst. Und daran siehst du schon, wenn du da so gewählt und differenziert bist, wie viele Menschen du möglicherweise um dich herum hast, mit denen du eher oberflächlich sprichst. Bitte erkenne und bedenke, dass du das selbst
entscheidest und mindestens mitentscheidest, wie du auf Menschen, die auch oberflächlich im Dialog sind mit dir, wie du darauf reagierst. Denn deine eigene Wortwahl ist immer deine eigene Entscheidung und auch deine Möglichkeit, immer neue Entscheidungen zu treffen. Und sie sind und bleiben auch deine Verantwortung. Das ist wichtig. Egal, was jemand draußen macht, egal, wie jemand auf dich zukommt, du bist die oder derjenige, der entscheidet, wie du im Gespräch den Gesprächsverlauf mitgestaltest. Worte sind ein wichtiges Material dabei. Wenn du beim Schreiben etwas geübt hast, wenn du deine Sinne geöffnet hast, wenn du Worte gesammelt hast, dann kannst du systematisch tatsächlich auch rangehen und sagen, ich gehe das ABC durch. Ich wähle jetzt einfach für mich angenehme oder interessante Worte mit A. Und dann kommen vielleicht so Worte wie angenehm, aufheitern, aufblühen, allerliebst, plötzlich in den Sinn, aber noch lange nicht in die Sprache. Denn du brauchst ja erstmal Menschen und Situationen, wo so ein Wort hinpasst. Die Authentizität ist deshalb so wichtig, damit du dich gut fühlst. Nur bedenke, dein Gehirn hat vielleicht über Jahre, Jahrzehnte etwas sehr Reduziertes geübt und sagt dann plötzlich, oh Gott, wie redet die denn? Also das passt überhaupt nicht zu der. Und ich möchte dir sofort sagen, dass dein Gehirn dich täuscht. Denn du kannst sagen, ja, das stimmt, bisher habe ich recht reduziert geredet oder kommuniziert. Nur jetzt wachse ich und ich erweitere mich. Ich möchte mit noch mehr Menschen gute Gespräche führen und dafür brauche ich einen Wortschatz, einen guten und einen reichen Wortschatz. Und du gehst weiter zum B und dann kommt dann beliebt und begeistert und behutsam und bedacht. Und nur diese 4 Worte sind besondere Worte, wobei begeistert das Einfachste ist. Denn begeistern, Begeisterung, ich bin begeistert, du begeisterst mich, deine Idee begeistert mich, das sind schöne Sätze und sie sind viel schöner als, oh, deine Idee finde ich nicht schlecht. Und daran siehst du, wie Sprache Wirklichkeiten erschaffen kann, wie Sprache gestaltet, wie Sprache Geschichten erzählt. Und vielleicht erinnert man sich nicht unbedingt an die Worte, die du benutzt, aber die Emotionen, die du geweckt hast in einem Gespräch, die bleiben ganz bestimmt. Und je mehr stärkende, achtsame, respektvolle, ermutigende, heitere Wortschätze du pflegst und anbieten kannst, umso besser wirst du dich auch fühlen in deinen Gesprächen. Denn es ist wie wenn du malst oder ein Lied spielst. Die Noten sind die Instrumente, aber die Melodien, die jemand komponiert oder spielt, die sind aus den Noten gemacht. Und so bist du diejenige oder derjenige, der mit seinen Worten eine Geschichte erzählt, wenn er spricht und wenn er kommuniziert. Schriftlich, wörtlich oder, wenn du so willst, auch gedanklich, denn der Körper spricht deine Gedanken aus. Und wenn du einen positiven Wortschatz mitpflegst, und du sollst den anderen nicht wegmachen, du brauchst ihn trotzdem, nur schaffe dir ein Gleichgewicht. Wenn du einen positiven Wortschatz denkst, pflegst, sprichst, anbietest, wirst du ihn auch zurückbekommen und du wirst beginnen, die Menschen, die Dinge, die Situationen, das Leben, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Wittgenstein hat mal gesagt, die Grenze deiner Sprache ist die Grenze deiner Wirklichkeit. Und wenn du über müssen und schnell und kurz und Problem und wahnsinnig hinauskommst, dann ist es genau das, was du erlebst. Und ich wünsche dir, dass du auch ein Dürfen, ein Wollen, ein Behutsam, ein Bedacht, ein Zart, ein Samtig, ein Fein, ein Feinfühlig, ein Interessant, ein Faszinierend, genauso selbstverständlich in deinen Mund nehmen kannst und aussprechen kannst, wie die Worte, die etwas belastender sind, die auch zum Leben dazugehören, aber die auf keinen Fall immer das Übergewicht haben sollten. Ich freue mich, wenn ich dich mit diesem Podcast wieder inspirieren konnte, diesmal zum Thema Wortschatz. Wir haben auf vielen Kanälen Impulse für dich. Du findest den Podcast natürlich auch auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes und
auf der Website und überall. Und du kannst natürlich auch diesen Podcast abonnieren, um jede Folge tatsächlich mitzubekommen. Alles, was noch wichtig ist zu den Inhalten, findest du immer auch in den Beschreibungen. Die Links findest du in den Beschreibungen zu unseren Instagram- und Facebook-Kanälen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns eine Bewertung geben möchtest, entweder auf den Social-Media-Kanälen oder auch bei Google. Am allerliebsten wäre es mir allerdings, du würdest uns schreiben oder uns wissen lassen, welche Themen dich interessieren. Was beschäftigt dich? Was brauchst du für die Kommunikation in deinem Leben und in deinem Beruf? Ist es eher was für dich? Ist es was für dein Team? Lass es uns wissen. Wir nehmen deine Ideen und Impulse auf und werden nach und nach alle Rückmeldungen tatsächlich auch umsetzen. Das ist uns ganz wichtig, dass du auch wirklich was für deinen Alltag mitnehmen kannst. So wünsche ich dir eine ganz besonders schöne sommerliche Woche. Ich wünsche dir Licht und Freude. Ich wünsche dir Leichtigkeit und Gelassenheit bei all deinen Begegnungen mit dir selbst und mit den Menschen um dich herum. Bis ganz bald, deine Sandra.